Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Bruder Klaus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass Gottes Wort an euren Herzen Wunder tut, eure Herzen stärkt und euren Glauben stärkt. Und ich lese in Sprüche 4 die Verse 26 bis 27, da heißt es: Ausebne deines Fußes Bahn, dass alle deine Wege fest sind. Biege nicht zur rechten oder zur linken, halte deinen Fuß vom Bösen fern. Biege nicht zur rechten und zur linken. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und all deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur rechten noch zur linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Wir kennen die blauen Verkehrsschilder mit dem großen weißen Pfeil, der geradeaus zeigt. Sie bedeutet geradeaus fahren, erlaubt. Solch ein Schild sollte deutlich auch immer wieder in unserem Leben und Herzen eines jedes Christen stehen und zu sehen sein. Yeshua hat uns durch seinen Opfertod den Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er hat uns durch sein Leben und sein Wort den Weg gezeigt, auf dem wir allein ans herrliche Ziel gelangen können. Darum sollen wir Acht geben auf die Bahn unserer Füße. Unsere Wege sollen geordnet sein nach Gottes Wort und Willen. Wir sollen weder zur rechten noch zur linken abbiegen, denn neben dem Weg des Lebens lauert der Abgrund, neben dem Weg des Lebens lauert der Tod. Gerade in unserer heutigen verwirrten und verführerischen Zeit ist es wichtig, den richtigen Weg zu kennen, den Blick nach vorne zu richten. Vor allem ist es wichtig, dieses Wort, welches wir hier gelesen haben, zu beachten. Wer von der Wahrheit des Wortes Gottes abweicht, der weicht von Gott ab. Und wer von Gott abweicht, der betritt den Weg, der im Tode endet. Der betritt den breiten Weg, der ins Verderben führt. Zur rechten oder zur linken abzubiegen. Was bedeutet das eigentlich? Wir können es uns so vorstellen: Nicht nur von der Welt, das ist die eine Seite, da drohen Gefahren und Irrtümer, Verführungen und Lügen, auch wenn wir dem Wort Gottes eigene Lehren hinzufügen oder wenn wir biblisch belegte Lehren wegnehmen, weichen wir vom Weg ab. Da gibt es so viele Dinge, die klar und deutlich, ja schwarz auf weiß in der Bibel stehen und man verachtet diese Worte. Man schiebt sie einfach weg. Da steht drin, die Frau soll nicht predigen in der Gemeinde. Heute gibt es Bischöfinnen, die sich als Lehrer über den Männern aufspielen. Oder, jetzt habe ich den Faden verloren. Oder es steht
Ja, es steht so vieles in der Bibel, die Homosexualität ist vor Gott ein Gräuel. Heute lässt man homosexuelle Pfarrer in die Pfarrhäuser einziehen. Versteht ihr, was ich meine? Wer etwas hinzutut oder weglässt, das sind die Menschen, die links oder rechts abbiegen, die von der Wahrheit abkommen. Denken wir in diesem Zusammenhang nur an diese Neuoffenbarer, die immer wieder Neues hinzutun. Sowohl die ganzen sogenannten Propheten aus der charismatischen Bewegung oder diese Neuoffenbarer wie Barbara Wideck, Jakob Lorbeer, die mit dämonischen Geistern korrespondieren, oder an die Auseinandersetzung um die Geistesgaben. Da werden Dinge behauptet, die eigentlich mit der Bibel überhaupt nichts zusammen haben. Da will die eine Seite reißen, was nur Gott schenken kann, während sich die andere mit allen Mitteln bemüht zu beweisen, dass es gewisse Geistesgaben nicht mehr geben würde, seitdem das Neue Testament vollständig vorhanden ist. Und dabei waren die Geistesgaben doch nie Ersatz für das Wort Gottes, welches uns gegeben wurde. Sie waren höchstens Bestätigung vom Wort Gottes. Lasst uns am Wort bleiben und konsequent auf dem Weg verharren, denn uns Gott selbst gebahnt hat. Und dann werden wir sicher ans Ziel kommen und nicht mehr in die Irre laufen. Oh, liebe Freunde, wie man so schön sagt, es gibt viele Wege nach Rom, so gibt es auch viele Wege in die Hölle, aber nur einen Weg ins Paradies. Und dieser Weg nennt sich Yeshua. Liebe Freunde, ich danke Gott, dass ich euch diese Worte sagen darf. Und mein größter Herzenswunsch ist der, dass ihr euch nach Gottes Wort ausrichtet. Denn dieses Wort heißt Leben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Yeshua. Glaubst du, wie es dir gefällt? Glaubst du, wie man es dir vielleicht in einer billigen Gnade vorgepredigt hat? Oder glaubst du, wie die Schrift sagt? Denn nur das ist das A und O. Glaube, wie die Schrift sagt. Amen.